Die wichtigste Frage hier ist ja, habe ich die 15 Minuten Challenge geschafft? Beziehungsweise noch wichtiger, habe ich es überhaupt geschafft, am 1. Jänner zu starten? Ich habe mich ja dazu entschlossen, bei der 15 Minuten Challenge vom Table mitzumachen für Anfang 2023. Und es gibt natürlich jetzt zwei wichtige Sachen. Habe ich es überhaupt geschafft, rechtzeitig am 1. Jänner zu beginnen? So wie ich das letzte Jahr aufgehört habe, habe ich jetzt auch weitergemacht. Sprich, Kings of War, Northern Alliance, es geht weiter. Ich habe hier, wie für die Challenge angedacht, die 15 Minuten mir genommen und habe dann in dieser Zeit ein bisschen länger gebraucht, also nicht gebraucht, aber ein bisschen länger da gearbeitet und habe jetzt in ungefähr 20 Minuten diese insgesamt 3 Figuren bemalt von einem Regiment mit der eben Grundfarbe hier und dann hier noch die dritte Figur. Die haben die erste Grundfarbe bekommen für die Kleidung, was so den größten Teil der Kleidung eben ausmacht. Und da war ich ungefähr 15 Minuten beschäftigt, etwas darunter. Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache hier gleich noch ein bisschen weiter und habe dann eben noch die Gesichter mit einer Hautfarbe versehen, denn das ist eigentlich das Einzige, was diese Figuren hier an Hautstellen haben, die ich eben mit Haut bemale. Ansonsten könnte man die Hände noch machen, aber da habe ich mich dazu entschlossen, das mit Handschuhen darzustellen. Macht für Winter irgendwie meiner Meinung nach mehr Sinn. Und das war es jetzt auch schon, also für diese 15 Minuten Challenge. Und werde da weitermachen. Ist natürlich jetzt noch die zweite Frage offen. Wie schaut es am Ende des Monats aus? Habe ich mit Jänner das Ganze dann durchgehalten und wirklich jeden Tag meine 15 Minuten gemalt? Ich finde es natürlich schon einmal ganz gut, dass hier diese Challenge gemacht worden ist, dass das ausgerufen wurde. Ich kann euch nur alle empfehlen, macht es auch hier mit dabei. Ist ja egal, auch wann ihr das Video dann seht. Versucht es einfach mal, hier dann jeden Tag 15 Minuten irgendwas zu machen fürs Hobby. In dem Fall war jetzt ausgeschrieben, 15 Minuten zu malen. Das ist auch das, was ich hier versuchen werde, woran ich mich orientieren will. 15 Minuten jeden Tag zu malen. Aber spricht ja auch nichts dagegen, hier 15 Minuten was fürs Hobby zu machen, auch Figuren zu bauen zum Beispiel oder irgendetwas ähnliches. Ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht und ob ich dann am Ende des Monats dann wirklich alle Tage durchgehalten habe. Mittlerweile haben wir den 12. Jänner und ich möchte mal ein kleines Update bezüglich der 15 Minuten Challenge geben. Ob ich es geschafft habe, überhaupt am 1. Jänner richtig zu starten, das werdet ihr gleich später dann noch erfahren. Aber mal generell, wie gesagt, wir haben den 12. Jänner und ich habe seit Anfang weg eigentlich es ganz gut zusammengebracht, bei der Challenge mitzuhalten. So die erste Zeit ist eigentlich ganz gut gelaufen. Habe da eigentlich immer die Zeit mir irgendwie problemlos nehmen können, zumindest die 15 Minuten etwas zu machen. Und da ist auch einiges weitergegangen. Ich habe meistens sogar mehr als nur die regulären 15 Minuten gemacht, die man machen sollte, sondern bin da schon auf teilweise mehr gekommen und habe so immer mal wieder Sachen fertig bekommen, so wie hier zum Beispiel diese 4 Eisner Yards, die schon auf der Base sind. Die sind soweit fertig bemalt und da habe ich mich eben wirklich dann regelmäßig hingesetzt, jeden Abend und meine 15 Minuten gemalt. Hin und wieder waren es 20 Minuten, dann auch mal eine halbe Stunde oder auch länger. Und so ist es dann passiert, dass teilweise auch nur 1 oder 2 Farben auf die 4 Figuren dazugekommen sind, aber eben über die Woche hinweg ist so dann wieder diese Auswahl aus diesen 4 Figuren hier fertig geworden. Und so hatte man immer eigentlich einen Fortschritt ein bisschen auch gesehen, also schon auch
schön hier Resultate dann zu haben, auch wenn nur im kleinen Schritt. Was dann auch wiederum dazu führt, dass man eigentlich weiterhin motiviert ist, motiviert bleibt, um sich dann am nächsten Tag auch wieder hinzusetzen und sich das Ganze einzuteilen. Und nachdem ich dann eben diese Modelle hier fertig hatte, beziehungsweise insgesamt zweimal das Ganze, habe ich dann jetzt weitergemacht und heute eigentlich angefangen, hier die Schneetrolle in Angriff zu nehmen. Und zwar, wir haben hier für ein Regiment von 3 Figuren und da habe ich gleich alle 3 auch jetzt angefangen gemeinsam zu bemalen, weil das dann doch recht schnell quasi geht. Und das ist eben das, was ich jetzt in Angriff genommen habe mit dem heutigen 12. Jänner. Wie ihr seht, auch hier schon ein bisschen was weitergegangen, nur am heutigen Abend. Ich habe auch anstelle der 15 Minuten tatsächlich jetzt mehr als eine halbe Stunde schon zusammengebracht, wo ich dann ein bisschen bei den Schneetrollen hier jetzt gestartet habe. Also bin ich zur Mitte des Monats insgesamt ganz gut noch dabei, was das Thema betrifft, die 15-Minuten-Challenge dann auch durchzuhalten. Und ich bin schon gespannt, wie lang es dann noch dauern wird, bis hier diese Schneetrolle fertig sind. Mittlerweile sind jetzt schon 2/3 der 15-Minuten-Challenge vergangen und ich möchte hier jetzt mal ein bisschen auflösen. Die eine Frage natürlich bleibt offen. Wie sieht es aus? Werde ich die Challenge durchhalten bis zum Ende? Sieht aber aktuell sehr gut aus, was das betrifft. Denn was ich bis jetzt ja offen gelassen habe, wie ist es mir eigentlich am 1. Jänner dabei gegangen? Am Neujahrstag habe ich das rechtzeitig geschafft anzufangen und kann ich sagen, ja, habe ich. Ich habe jetzt wirklich vom 1. Jänner weg bis heute, wir haben den 21. Jänner 2023, jeden Tag diese 15 Minuten gemalt, und zwar wirklich gemalt. Ich habe noch ein paar Figuren zusammengebaut und grundiert, um weitermalen zu können in weiterer Folge, weil ich nicht genau wusste, was wird in dieser Zeit jetzt alles fertig, um einfach genug vorbereitet zu haben. Und daher habe ich auch ein bisschen was außerhalb des Malens gemacht. An und für sich habe ich mich aber sonst innerhalb der 15 Minuten immer nur darauf konzentriert, Figuren anzumalen. Ich muss auch sagen, mir gefällt diese Idee, dieses Konzept dieser 15-Minuten-Challenge sehr gut, weil man da auch wirklich, auch wenn nur in kleinen Schritten, etwas weiter bekommt, weil man ganz automatisch sich sagt, okay, in 15 Minuten schafft man eine Kleinigkeit, aber man merkt es dann recht schnell, man kommt dann wieder in den Flow rein und will dann irgendwie auch weitermachen. Also wenn man dann nach 15 Minuten gerade mitten in einem Bemalschritt ist, hört man nicht auf, sondern macht diesen einen Schritt dann auch noch fertig. Und so ist man dann auch schon mal 20 Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde dran. Ich habe dann auch bei manchen Sachen ein bisschen gebraucht und da sind dann auch schon mal statt 15 Minuten eine Dreiviertelstunde draus geworden. Dadurch ist dann auch schön was weitergegangen und das hat jetzt dazu geführt, dass ich eben in der aktuellen Woche hier den Frostfang bemalt habe für den Helden auf dem Reittier. Das Modell selbst, also das Charaktermodell, habe ich noch nicht zusammengebaut, das drauf sitzt, aber zumindest ist er mal soweit spielfertig, dass man ihn eben einsetzen kann für ein Testspiel zum Beispiel. Und in Bezug jetzt auf diese Challenge habe ich auch mittlerweile sehr viel weitergebracht. Also als nächstes, vielleicht gleich mal vorweg, ist hier jetzt dann noch die Ice Queen offen. Die liegt hier schon bei mir am Maltisch, wird als nächstes in Angriff genommen, ist eben dann das, was für die vermutlich jetzt letzte Woche dann auf dem Programm stehen wird. Das aber bedeutet auch, zusammen mit dem, was ich mir vorgenommen habe, was ich vor ein paar Wochen mal in einem Video gesagt habe, mit diesem, wie mache ich schnell eine Rank-and-File-Armee fertig. Ich werde euch das Video auch hier vielleicht verlinken in der Beschreibung, falls das jemand interessiert. Zumindest habe ich dort ja erklärt, wie ich das Ganze
Konzept aufgebaut habe, um schnell spielfertig zu werden. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon ziemlich viel fertig für die 1000 Punkte Kings of War. Ich habe ja mit dieser Ambush-Liste für Kings of War Northern Alliance schon im Dezember angefangen, habe da schon das ein oder andere weitergemacht, wie zum Beispiel die Bases komplett abgeschlossen. Und aktuell, wenn ich so auf den Tisch schaue, ich habe mittlerweile eben die beiden Regimenter fertig. Das war, glaube ich, in dem einen Video auch schon zu sehen von den Backhuntern. Dann habe ich die beiden Eisnajad-Regimenter soweit fertig, dass überall 4 Modelle drauf sind. Also auch dort kann man bereits sehen, was das für Einheiten sind. Und das Regiment aus Schneetrollen ist auch komplett fertig, und zwar wirklich komplett, denn da ist auf der Regimentsbase Platz für 3 Figuren und die sind komplett fertig bemalt. Die werdet ihr dann auch demnächst mal sehen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es dann schon gesehen. Aber auch das ist zum Beispiel fertig, und jetzt eben in dieser Woche unser Held bzw. mal das Reittier mit der Base, um mal das Ganze im Spiel einsetzen zu können, wenn es mal die Möglichkeit gibt dazu. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Ice Queen, und dann sind wir mit den 1000 Punkten Ambush eben schon fertig und können uns dann überlegen, gehen wir mit dem gleichen Konzept weiter und bauen auf 2000, 2300 Punkte auf, oder will ich doch einen anderen Weg gehen und erstmal die noch benötigten Figuren, die mir fehlen, dann fertigstellen für die aktuelle Ambush-Liste. Mittlerweile haben wir Februar und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Hier mal schnell ein Blick auf meine aktuelle 1000 Punkte Kings of War Ambush Armee. Wie zu sehen, die ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen hier noch durchaus Modelle, aber während der Challenge habe ich mich jetzt hauptsächlich mit diesen Figuren hier beschäftigt und daher möchte ich die auch in diesem Zusammenhang zeigen. Für mich kann ich im Großen und Ganzen sagen, dass die 15 Minuten Challenge jetzt im Januar sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Ich habe hier einiges weitergebracht, vor allem auch im Vergleich zu den Jahren zuvor. Und das eigentlich nur unter der einzigen Bedingung, quasi jeden Tag mindestens 15 Minuten zu malen. Und das habe ich eigentlich auch den ganzen Januar hin durchziehen können, was bedeutet, die Challenge war aus dieser Sicht komplett erfolgreich. Ich habe eigentlich vom 1. Januar weg bis zum letzten Tag des Monats immer 15 Minuten mindestens irgendetwas gemalt, sehr häufig sogar etwas länger. Und das hat auch so ein bisschen den Flow wiedergebracht, sodass auch weiter etwas passieren wird, beziehungsweise ich auch weitermachen werde, um regelmäßig weiterzukommen im Hobby. Ich habe ja bereits im Dezember ein bisschen mehr auch wieder angefangen, Sachen zu malen, habe ja da unter anderem für Infinity oder Freebooters Fate Sachen fertig gemacht. Und dann so ungefähr zur Weihnachtszeit ging es dann weiter mit Kings of War, eben noch vor der Challenge. Und ich habe da eben dann bereits vor ungefähr 2 Jahren diese 8 Modelle hier fertig gemacht gehabt. Und das war eigentlich alles, was es bisher zu Kings of War bei mir fertig gegeben hat. Alles andere ist jetzt quasi dann erst in der letzten Zeit dazugekommen. Jeder, der ein bisschen mir folgt, auch auf Instagram, wird es auch wissen. Im Dezember sind dann eigentlich die ganzen Bases fertig geworden. Da habe ich schon ein bisschen angefangen mit Kings of War und dann eben mit Jahresende dieses Regiment, beziehungsweise nicht Regiment, diesen Troop fertig bekommen, der eben mit dem zweiten Troop zusammen hier dann ein fertiges Regiment auch bilden kann. Aber alles, was ihr sonst seht, was hier bemalt ist, egal ob jetzt hier die angefangenen Regimenter der Eisnajads, die beiden Charaktermodelle, wobei hier natürlich das Charaktermodell noch fehlt, sondern eben nur
das Reittier aktuell fertig ist, aber auch das zweite Regiment auf der hinteren rechten Seite von den Backhuntern und auch die Trolle. Das alles habe ich im Zuge dieser 15 Minuten pro Tag jetzt im Januar bemalt. Es sind hier nur dann noch im weiteren Verlauf bei diesem zweiten Backhunter-Regiment noch 3 Modelle dazugekommen, jetzt in der ersten Februarwoche, aber außerhalb davon, alles andere, was ihr hier eben seht, habe ich im Januar bemalt. Und wie gesagt, motiviert mich das jetzt auch weiterzumachen. Auch jetzt schon in der ersten Februarwoche habe ich eigentlich so gut wie jeden Tag etwas gemacht. Es fiel nur ein Tag aus, weil ich da tatsächlich unterwegs war und das nie irgendwie unterbringen konnte. Aber ansonsten habe ich auch hier mittlerweile täglich was gemacht. Nur eben mit dem Unterschied, dass die 15 Minuten Challenge in der Hinsicht weggefallen ist. Daher waren es mal nur 10 Minuten oder mal nur schnell irgendetwas korrigiert in 5 Minuten. Oder eben wie die 3 letzten Modelle jetzt im Februar, die ich als erstes jetzt eigentlich fertiggestellt habe, dann auch. Dort war es dann so, dass ich das doch in wenigen Tagen geschafft habe, weil ich da dann zum Teil auch wieder länger dran gearbeitet habe. Falls jetzt noch irgendjemand doch noch Motivation braucht und das hier nicht ganz ausreicht, um motiviert zu sein für seine eigenen Projekte, dann habe ich hier vor ein paar Wochen mal ein Video zu diesem Thema gemacht. Das werde ich euch hier jetzt verlinken. Das könnt ihr euch dann gerne auch noch im weiteren Verlauf jetzt ansehen.